SportTV22-Bauer bei Maes Sport, My Story. Maes, ein junger 23-jähriger belgischer Alpinen Skiläufer, der im Weltcup mit dabei ist. Sam, erzähl uns einmal ein bisschen was von dir. Wo kommst du her? Wo lebst du? Wo trainierst du? Und wo ist jetzt dein Heimatort? Also ich bin ursprünglich aus Belgien, bin in Belgien geboren. Meine ganze Familie wohnt auch noch dort, also habe auch noch ziemlich viel Bezug dazu. Bin dann eben nach Zell am See, Österreich gezogen mit meiner engsten Familie, mit meinen zwei Brüdern und mit meinen Eltern. Und bin dort aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen, bin dann ins Skigymnasium Saalfelden gekommen. Habe dort das Skifahren gelernt, habe das Skifahren in Zell am See gelernt. Es war die Schmitten, Zell am See Kaprun war mein Hausberg. Und es ist ja, wenn man in Österreich wohnt, kommt man den Skisport sehr nahe. Und ja, ist dann relativ gut gegangen. Habe neben dem auch noch eine Golfkarriere gehabt, bis ich 16 war. Habe mich dann entscheiden müssen zwischen den zwei Sportarten. Es ist dann das Skifahren geworden. Und habe dann meine Matura in Saalfelden gemacht und bin eben vor gut 2 Jahren bin ich dann nach Innsbruck gezogen. Habe mein Camp jetzt da aufgeschlagen, weil es ein bisschen einfach zentraler ist und das Ganze bin den Gletschern viel näher. Habe da einfach ein Zentrum gefunden, wo ich auch trainieren kann, wo ich Physio, Konditionstraining, Massagen und so weiter alles unter einen Hut bringe und das ist natürlich von großem Vorteil. Sam, jetzt bist du heuer ins 4. Jahr im Weltcup mit dabei, hast schon tolle Erfolge gehabt. Was waren deine schönsten Erfolge bis jetzt? Meine beste Saison war sicher meine erste Weltcup-Saison. Es war für mich ein Wahnsinn. Ich bin in den Weltcup gekommen, habe mich 5-mal qualifizieren können, mit einem 12. Platz in Kranjska, habe in dem gleichen Jahr 2 Junioren-Medaillen gemacht in Val di Fassa. Also für mich war das ein Wahnsinn. Natürlich, wenn man so eine erste Saison hat, der Druck wird größer auf sich selber. Habe dann ein bisschen ein solchen Jahr gehabt im 2. Jahr. Und das 3. Jahr war ich grundsätzlich, hat super angefangen mit dem 18. Platz letztes Jahr in Sölden und habe mir dann aber leider die Hand gebrochen und gleich drauf das Kreuzband. So war die Saison für mich schnell vorbei. Und jetzt gehe ich in meine 4. Saison, fühle mich so gut wie noch nie. Ich bin stärker, ich bin schwerer geworden, was ein bisschen mein Manko war, nur in den letzten Jahren, dass ich physisch einfach noch ein bisschen unterlegen war gegenüber den Besten. Und habe mittlerweile auch in den Trainings, was ich bis jetzt gehabt habe, gesehen, dass einiges weitergegangen ist und vor allem die 6-7 Kilo, die ich in den Sommer zugenommen habe, die helfen mir extrem viel. Sieht man eben nicht an. Die Disziplin. Was ist deine Disziplin im Ski-Alpinsport? Grundsätzlich habe ich immer zwischen Slalom und Riesentorlauf geschwankt, aber habe jetzt meine größten Erfolge im Riesentorlauf gefeiert. Der Fokus ist deswegen auch die letzten Jahre am Riesentorlauf gelegen, obwohl ich eigentlich, ich sage in meiner Jugend fast der bessere Slalomfahrer war, auch durch meine Größe. Aber ja, ich möchte natürlich, letztendlich will ich in beiden Disziplinen mich etablieren, aber das ist halt schwierig, gleichzeitig das zu machen. Jetzt habe ich mir eben gesagt, die letzten paar Jahre, ich lege meinen Fokus auf den Riesentorlauf und hat sich bis jetzt nicht so schlecht bewiesen. Jetzt kommst du aus Belgien. Belgien ist jetzt nicht das Land für Ski Alpin und trainierst da bei uns. Und wie funktioniert das mit dem Dachverband? Also unser Verband ist natürlich sehr klein und fein. Wir haben mittlerweile einen 2. belgischen Rennfahrer, Marchand, ich weiß nicht, ob Ihnen was sagt, ist im Slalom sehr erfolgreich. Aber das Problem ist halt, dass wir kein systematisches Team haben, das uns Trainingsmöglichkeiten bietet durchs ganze Jahr durch, weil wir einfach zu wenig Athleten sind. Man müsste so viel finanziellen Aufwand betreiben, um 2 Athleten zu betreuen und das macht eben keinen Sinn. Deswegen sagen sie, wir fördern euch separat, also einzeln, individuell. Und mit dem Geld dürfen wir quasi machen, was wir wollen. Mein Weg, den ich gewählt habe, war in dem Fall Global Racing. Global Racing ist ein Privatteam, wir zahlen unseren Beitrag dazu, damit die Trainerkosten gedeckt sind. Und da dann sie kleinere Nationen bzw. Leute, die aus den Großverbänden rausgeflogen sind und weiterkämpfen wollen, dann sie zusammen, um so ein starkes Trainingsteam zu bilden, weil das ist ja auf das, was drauf ankommt, dass du auch im Training
deine Konkurrenz hast und die so weiterentwickeln kannst. Und das haben wir eben mit Global Racing ein unheimlich gutes Team. Wir nennen uns immer selber das beste Privatteam der Welt, weil wir halt schon der Großteil von uns im Weltcup unterwegs ist. Und ja, da habe ich ein super Team. Das Gute an uns ist auch, dass wir verschiedene Nationen sind. Wir bekämpfen uns gegenseitig nicht. Es ist kein Konkurrenzkampf da. Wir haben einen extrem lockeren Trainer als Amerikaner, der uns, das eigentlich einer unserer besten Freunde ist. Das zeichnet ihn auch so aus, dass er eben einfach auch persönlich so gut mit dir auskommt, und das, glaube ich, zeigt sich auch in den Erfolgen, die was er hat. Ja, Paul Epstein, ein sehr erfolgreicher Trainer. Völkel. Wurde ich kontaktiert vom Erik. Der Erik ist der Rennchef von Völkel, und hat halt extremes Interesse gezeigt an mir. Er kennt meine Geschichte, ist aus dem Pinzgau, also ist dort aufgewachsen, wo ich aufgewachsen bin. Und ihm taugt die Geschichte halt einfach mit Global Racing und dass ich aus Belgien bin, und hat dann gesagt, hey, Sami, ich darf das gerne machen und würde die gerne auch in unsere Skientwicklung mit aufnehmen. Und so bin ich zu Völkel gekommen vor jetzt 1,5 Jahren. Und natürlich gemeinsam mit Marca und Talpello. Marca ist die Bindung, Talpello der Schuh. Haben die, muss man sagen, über die letzten Jahre extrem gut gearbeitet, haben ein Setup entwickelt, das wirklich sehr gut funktioniert. Und das Feine an Völkel ist auch, sie halten das Team sehr klein. Sie haben auch jetzt nicht die finanziellen Möglichkeiten von einer Atomic oder die großen Firmen. Aber es macht es natürlich viel persönlicher. Das heißt, es ist sehr familiär, aber wir haben trotzdem sehr viele Möglichkeiten bei Völkel, und das macht es eigentlich aus. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung, die ich getroffen habe vor 1,5 Jahren, und glaube, dass wir noch länger zusammenarbeiten werden. Ja, das hört sich ja toll an. Und er hat auch einen österreichischen Sponsor, Grappos. Sie sind aufmerksam geworden nach dem ersten Jahr im Weltcup. Grappos, auch ein toller Sponsor im Alpin-Skisport. Ja, sehr, muss man sagen, stark vertreten für einen Kopfsponsor. Ich glaube, das ist auch dem Wolfgang Schmuck, der die Firma leitet zurzeit. Grappos ist ein Familienbetrieb, er hat das übernommen, und es ist nächste. Also er hat so viele Athleten, die im Weltcup unterwegs sind, und er macht es einfach, man merkt es, dass er das unheimlich gern macht, so junge Athleten zu unterstützen. Er hat nicht die größten Athleten, das heißt nicht die besten, aber so vielleicht auch wie Maes das Ganze macht, einfach die zweite Reihe Athleten, um doch Aufmerksamkeit zu bekommen, aber jetzt auch nicht, sage ich, hat er wahrscheinlich auch nicht die finanziellen Möglichkeiten von einer Raiffeisen oder so weiter. Und taugt mir einfach, war den Sommer wieder dort, habe für weitere 3 Jahre verlängert heuer, und muss ich sagen, ich fühle mich unheimlich wohl dort, und konnte mir keinen besseren Kopfsponsor vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Der Fokus für das heutige Jahr? Mein Fokus ist eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Ich möchte mich einfach weiterentwickeln, ob es jetzt physisch ist bzw. skitechnisch. Ich glaube, dass ich auf einem sehr guten Weg bin. Das habe ich in den Trainings gesehen, dass ich die allerbesten teilweise schneller bin, voll dabei bin. Also ich weiß, dass ich das sicher kann. Es ist natürlich dann eine mentale Geschichte auch im Rennen. Das ist im Training kennen es viel, sagen immer. Aber ich glaube, dass das für mich einfach das Wichtigste ist, dass ich mich skitechnisch weiterentwickle, also ich konstanter werde vor allem, weil ich habe teilweise Sektionen dabei, die sind extrem schnell, wo ich mit aufs Podium fahren könnte, aber ich muss halt einfach die Konstanz zeigen über einen ganzen Lauf, und das war in den letzten Jahren auch immer als letzte Drittel auch immer ein Problem bei mir. Das zurück zum Physischen, dass ich da einfach noch Spielraum nach oben habe, und ich glaube, da habe ich den Sommer einen guten Schritt gemacht, dadurch, dass ich zugenommen habe und auch stärker geworden bin, obwohl ich verletzt war. Also ich glaube, es geht alles in die richtige Richtung, es muss jetzt alles noch ein bisschen zusammenkommen, und dann soll es passen, glaube ich. Sein Maes, ein junger Sportler aus Belgien, wohnt in Österreich, fährt für Belgien. Wir wünschen ihm eine tolle Saison 2022 und viel Erfolg und ein unfallfreies Jahr. Vielen lieben Dank.